Ja, hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Mein Name ist Christian und Melanie seht ihr hier oben. Denn heute geht es wieder los, richtig krass. Wir sind hier wieder an einer Heeresküstenbatterie der Deutschen, also ein ehemaliges Küstenfort hier am Atlantikwall in Norwegen. Und das ist wieder eine ganz besondere Geschichte. Ihr könnt es schon erkennen, die Dimensionen sind gewaltig. Denn hier standen in der Tat 4 30,5 cm Kanonen. Genau, jetzt muss ich noch mal kurz überlegen. Von der Firma Bofors, die Deutschen hier von den Norwegern praktisch übernommen haben. Die standen, ich glaube, an einem anderen Küstenfort und die wurden hierher verlegt. Und zusätzlich gab es noch 4 8,8er Kanonen, also Flugabwehrkanonen. Und ja, was es hier noch alles gibt und wie die Bunker so ausschauen, das seht ihr in diesem Video. Also bleibt dran. So, Melanie ist hier auch erstmal hochgeklettert. Also wir reden wie gesagt hier von 30,5 cm Kanonen vom Bofors. Das ist wirklich gewaltig. Und wenn ihr das jetzt mal hier seht, die Dimension, sonst würdet ihr das wieder nicht erkennen. Ja, ich weiß auch gerade gar nicht, wie Melanie hier hochgekommen ist. Ich glaube hier von der anderen Seite. Also wir bewegen uns hier schon komplett auf dem Bunker. Das ist praktisch die Bettung. Diesmal ist es keine offene Bettung, sondern geschlossen. Bist du hier hoch? Oh, jetzt muss ich hier irgendwie hochkraxeln. Wir haben heute vorsichtshalber direkt Gummistiefel angezogen, weil in der letzten Zeit die Stiefel immer durchnässt gewesen sind. Achtung! Juhu, Dankeschön. Wow, was für eine Aussicht hier. Guckt euch das mal an. Krass. Also da sehen wir auch noch irgendwas. Da wird höchstwahrscheinlich eine Flak oder sowas gewesen sein. Also das zieht sich jetzt hier. Also hier beginnt das wohl irgendwie und geht bis hier runter. Und das Interessante ist halt wirklich dabei, dass die Norweger im Anschluss das noch übernommen haben. Also 1992 sind hier noch 120 mm Kanonen dazugekommen, die automatisiert geschossen haben. Das ist auch schon richtig krass und ja, ich weiß jetzt auch nicht, ja, wir müssen hier wahrscheinlich rumgehen. Geschlossen wurde das Ganze wohl 2000, wenn ich mich recht erinnere. Also da hat man dann hier ja, das Ganze dann halt wirklich geschlossen und dann ja, praktisch zur freien Besichtigung halt freigegeben. Und ja, hier weiterhin sind dann halt auch schon die ersten Häuser. Mal gucken, was wir da jetzt überhaupt hier jetzt alles zu sehen bekommen. Aber der erste Eindruck ist schon mal wieder richtig gewaltig. So, wir müssen mal gucken, inwieweit wir heute auch irgendwo in eine Anlage reinkommen, weil hier seht ihr das Ganze. Das ist die verbunkerte Bettung. Hier war das große Geschütz drin und das, was ihr hier vorne seht, was hier schon auch besprüht ist ja nachträglich versiegelt worden. Also kommt man hier jetzt nicht mehr rein. Das ist alles dicht. Aber ja, das sind so im Prinzip die Regelbauten, die man auch am Atlantikwall im Bereich Frankreich sieht. Das ist wirklich echt ein Mordsding hier. Also wie gesagt, 30,5 cm Geschütze vom Bofors sind hier installiert gewesen. Das ist wirklich Wahnsinn. Ja, hier sieht man das Ganze einfach nochmal. Hier wäre der Eingang gewesen, da oben Belüftung und hier ist die Tür. Aber ihr seht, hier hat man jetzt richtig ein paar Kravenzmänner davor geschoben. Hier kommt man so nicht rein. Aber ja, das ist jetzt nicht weiter tragisch. Hier gibt es wie gesagt noch einige Anlagen und vielleicht haben wir da Glück, dass wir noch in die eine oder andere reinschauen können. Aber ja, das ist halt immer das Ding, wenn, ja, es ist halt auf jeden Fall leicht erreichbar. Und wenn es leicht erreichbar ist und hier in der Nähe ist auch wieder der Hafen natürlich, eine Kleinstadt und so weiter, dann ist vielleicht auch die örtliche Jugend dann mal schneller hier und ob da irgendwas passiert, macht man die Dinger halt zu. Ne? Das alte Lied. Also wir haben jetzt hier noch einen Zugang gefunden. Das ist unfassbar jetzt in den Bereich. Und hier könnt ihr auch sehen, hier ist wieder eine gewaltige Tür.
das ist ein Riesending hier. Zack. Hier geht es halt direkt in den Berg rein. Hier unten ist alles ausbetoniert. Boah, Leute, ist das krass. Hier ist sogar noch so ein alter Wagen. So ein Handwagen. Opa, jetzt ist das Licht ausgegangen. So. Also damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass man jetzt hier reinkommt. Haben wir mal Glück gehabt. Manchmal hat man Pech, manchmal hat man Glück. Hier sind noch diese Ummantelungen von irgendwelchen Kisten. Boah. Guckt euch das mal an. Noch mehr Kisten. Hier stand mal drin, was es hier an Inventar gab. Und das sind auf jeden Fall Munitionsbunker hier. Hier sieht man das auch, das kenne ich noch von Scrolls-Wicker. 7,62 mal 5. Also hier hat man Munition gelagert in diesen Bunkern. Da hinten sind noch die ganzen Tische und so weiter. Oder der Rest von den Regalen. Und hier oben sind auch noch die alten Lampen. Ich bin jetzt wirklich begeistert, das muss ich schon sagen. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass man jetzt in die Anlage kommt, weil die muss ja auch groß sein, weil oberirdisch einfach solche gigantischen Kanonen standen. Hier sind auch noch alte Kisten. Guckt euch das mal an hier. Auch hier, da ist sogar noch Munition, Leute. Aber die ist zum Teil schon, ja, die ist schon abgefeuert. Da fehlt das eigentliche Projektil überall. Was sind das hier? Munitionskisten gewesen? Guckt euch das mal an, Leute. Ey. Wow. Und dann hat man den Bereich jetzt hier abgesperrt nochmal aus Sicherheitsgründen. Und dann ist man wieder im Hauptstollen. Hier liegen weitere Relikte. Krass. Wieder so eine massive Tür hier. Tisch. Da hinten geht es weiter. Das ist hier eine Schleuse. Jetzt höre ich hier Echo auch. Krass. Aha. Und wieder ein Munitionsbunker. Sehr beeindruckt. Das haben die Norweger dann noch weiter genutzt. Ne? Hier seht ihr auch noch mal das Fabrikat dieser Tür. Im Gegensatz zu Deutschland, wo sowas immer schon abgeschraubt wird. Bogenwerft. Typ, kann ich nicht ganz lesen. Zack. DS Nummer 168.
geht das hier so weiter. Ne? Ihr habt jetzt überall Munitionskammern. Überall rechts und links vom Hauptstollen gehen jetzt die Munitionskammern weg. Das sind noch diese Aussparungen an den Holzdingern für die Granaten oder dann jeweils für die Gewehre, je nachdem, was hier noch so drin war. Oh, guck mal, hier sieht man noch viel mehr Leute. Guckt euch das mal an. Ich glaube, hier hat man Gewehre gelagert. Also das passt zumindest von der Höhe und von der Länge. Hier ist sogar noch eine Telefondrahttrommel. Boah. Guckt euch das mal an hier. Unfassbar. Wo sie hier haben sie einiges an Gewehren. Also ich kenne es noch aus der Bundeswehr. Da war das bei uns in der Waffenkammer genauso angeordnet. Da lagen fein säuberlich die ganzen G36-Gewehre. Lang ist es her. Aha, hier wollten sie wahrscheinlich noch weiter rein. Das ist irgendwie nicht ganz ausgebaut. Hier liegen auch überall wieder noch Teile von Kisten. Und da hinten geht es auch noch weiter. Also das ist hier nur Rohausbau. Ja, hier hinten ist auch zu. Hier hat man jetzt nur die Stromleitung hier reingelegt. Ja, da hatte man dann auch nach dem Krieg wahrscheinlich keine Lust mehr oder war einfach jetzt nicht erforderlich, dass man diesen Bereich hier auch noch komplett ausbetoniert. Und jetzt am Ende kommen wir hier rein. Irgendein Produkt, irgendwas steht da drauf. Hui. Hallo? Oh, das ist gruselig, Leute. Jetzt muss ich hier durch. Ja, Melanie ist am Eingang. Oh. Taschenlampe. Ist heiß. Oh Gott, ich kriege jetzt hier durch, Leute. Oh nein. Was mache ich hier wieder? Wenn jetzt einer die Tür zumacht, dann war es das für mich, Leute. Hier bin ich jetzt durchgekrabbelt. Guckt euch das mal an. Mit solchen dicken Türen. Ist das Wahnsinn. Was ist das hier? Riecht auch ein bisschen komisch. Hier ist auch zu, alles zugemacht. Oh, was ist das hier? Dass man das da so dicht gemacht hat jetzt auf der Seite. Auch noch überall so Relikte rum. Tja, keine Ahnung. Hier ist ein Motor drin, oder ist das hier für die Belüftung in dieser Handkurbel? Das sieht irgendwie komisch aus. Ne, man kann
hier irgendwie, ich glaube, hier ist noch ein Zwischentor. Man kann das hier irgendwie abriegeln. Schaut mal da oben, die Mechanik. Und dann kann man per Strom oder per Hand scheinbar dieses Tor hier. Ah, hier ist es doch. Hier das Tor zumachen. Guckt euch das mal an, ey. Also hier, wie groß das hier wieder ist. Wahnsinn. Das habe ich ja auch noch nie gesehen. Aber warum hier? Ja gut, da ist ein Zugang, logisch. Da ist ein Zugang. Ich weiß nicht, ob es da noch weitergehen würde. Und dann riegelt man hier diesen Bereich ab. Und dann kommt nochmal diese Wand mit diesem komischen Durchgang. Das habe ich so auch noch nie gesehen. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch erst, muss ja, weil hier diese ganzen Schilder noch norwegisch drauf sind, dass das auch nach dem Zweiten Weltkrieg passiert ist. Wahnsinn. Oh. So Leute, ich muss jetzt wieder zurückkriechen. Außer das war jetzt wirklich mega interessant, aber das ist gruselig, dieser Zwischenbereich hier, der das Ganze nochmal, ja, keine Ahnung, sichern sollte. Es ist schon wirklich komisch. Vielleicht ist das auch der Notausgang gewesen auf dieser Seite einfach. Aber wenn man alleine ist, ist das immer ein bisschen beängstigend, sowas. Guckt euch das mal an. Aber ich glaube, diese Tür, ich versuche es mal. Oh doch, die würde man zukriegen. Und wenn jetzt hier jemand irgendwas macht, ich weiß zwar nicht, wie man die jetzt versperren würde, aber da fehlt noch was, um die zu versperren, aber wird dann trotzdem anders. Aber zur Not könnte ich noch das Holz da hinten abmachen, aber vielleicht ist das dann auch noch mal betoniert. So, ich gehe jetzt erstmal raus. Das war schon ein richtig gewaltiger Eindruck hier vom Inneren, von dem Munitionslager. Das ist jetzt eindeutig. Wir waren also praktisch jetzt im Munitionslager der Anlage. Das ist wirklich krass. Okay, wir sind scheinbar jetzt an der nächsten Bettung für die 30,5 cm Kanone angekommen. Eigentlich sollten es 2 offene und 2 verbunkerte Bettungen sein. Aber hier ist nochmal eine verbunkerte. Also man hat hier auf jeden Fall versucht reinzukommen und es ein bisschen wegzudrücken. Aber der hängt hier auch noch hier so irgendwie. So. Und hier ist das Ganze nochmal von oben. Da diese kleinen Aufbauten sind höchstwahrscheinlich wieder für die Belüftung von der Anlage. Das ist schon massiv, wenn man hier herläuft. Das ist schon krass. So, hier kann man mal das Ganze sich von oben wieder anschauen. Also hier hat man dann vermutlich, also hier vorne, wenn die ganzen Bäume weg sind, ordentliche Sicht gehabt. Auch hier liegt noch viel Gerümpel, also Metallsachen, Moniereisen und so weiter. Also hier ist auch noch mehr gewesen. Und auch hier ist noch so eine Art Ring rangebaut, wo man vielleicht einen Scheinwerfer installiert hat oder zusätzlich eine Flak, eins von beiden. Das sieht man hier auch ganz eindeutig. Hier gehen auch überall noch Kabel her. Ja, die gehen hier an der Seite her. Da waren noch diverse Schalter dran. Das ist aber halt, wie gesagt, auch alles zu Zeiten des Kalten Krieges passiert. Das sieht mir auch alles dann schon etwas neuer aus. So. Und hier haben wir auch wieder den Frontbereich von dem Bunker, der hier nachträglich zugemacht wurde. Also hier haben wir auch keine Chance. Hier liegt noch irgendwie ein Schaltkasten rum. Ja.
Hier wahrscheinlich irgendwo von der Seite abgemacht. Aber was für ein Brecher. Was für ein Brecher. Also 30,5 cm. Ich muss mal gucken, ob ich vielleicht ein Originalfoto von der Kanone finde, wo vielleicht noch ein paar Soldaten daneben stehen. Da hat man auch immer einen guten Vergleich, weil ich finde zum Teil auch mit Kanonenschild die 15 cm Kanonen schon gigantisch. Und so 30,5, das muss schon sehr beeindruckend sein. So Leute, jetzt sind wir bis an den Rand der Küste gefahren. Also die Anlage erstreckt sich hier wirklich sehr, sehr weit. Also wir kommen jetzt praktisch hier aus dieser Richtung gefahren. Die geht dahin, die Küstenlinie hoch. Und hier ist jetzt zum Beispiel eines dieser Geschütze. Melanie steht da jetzt hier mal im Größenvergleich davor, die Norweger dann ab 1992 installiert haben. Das sind die 120 mm Geschütze, diese automatisierten. Da hat man jetzt hier nur so einen Betonsockel und dann per Rotation dieses Geschütz jetzt hier drauf. Also das ist auch schon extrem hier. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob das jetzt das Einzige ist, was übrig geblieben ist. Ich kenne auch nur diesen Standort. Wir waren jetzt mal vor Jahren hier, nur hier, aber nicht an der Küstenbatterie selber. Deshalb weiß ich jetzt auch nicht, wo eventuell noch weitere Geschütze davon stehen. Ich vermute aber mal, dass es das Einzige ist, was hier übrig geblieben ist. Und es ist genauso beschissen stürmisch wie das Jahr, wo wir hier schon mal gewesen sind. Ich glaube, vor 3 Jahren oder so sind wir hier, glaube ich, gewesen. Wir müssen gleich mit dem Schiff rüber. Ja, und wir müssen uns auch gleich mit dem Schiff rüber, also mit der Fähre, weil wir aus den Richtungen aus Lofoten gekommen sind. Und ihr könnt es sehen, das wird lustig. Das wird richtig lustig. Ich hoffe auch, ihr versteht mich gut, aber ich gehe schwer davon aus. Ich schreie zwar ein bisschen, aber ich glaube unnötig, weil ich das Funkmikro mit Windbuschel habe. Ja, jetzt hier stehen wir noch mal davor. Ich glaube, da ist eine Observationsmöglichkeit gewesen. So, dann hat man jetzt hier den langen Lauf Richtung Horizont gerichtet. Und hier in dem letzten Drittel ist, glaube ich, auch der Stempel. Ich weiß jetzt gar nicht, wer der Hersteller ist. Ich komme jetzt aber auch hier nicht weiter drauf. Da steht, glaube ich, wieder irgendwas königlich, schwedisch, ich weiß nicht. Irgendwas, so ein königliches Siegel ist das, glaube ich, immer gewesen. Ich komme jetzt aber gerade nicht drauf. Wer es weiß, kann es gerne in die Kommentare schreiben. Also hier. Ich versuche mal den Stick auszufahren, weil ich will jetzt auch nicht hier drauf rumklettern. Dann zeige ich euch das nochmal. So, ich glaube, ihr müsstet das jetzt ganz gut sehen. Dieses Siegel, was ich meine. Das wird dann höchstwahrscheinlich auch der Hersteller von dem Geschütz gewesen sein. Wahnsinn. Was für ein Okolyt. So, kommen wir jetzt zu dem letzten Objekt, was wir jetzt hier gefunden haben, was dazu gehört. Also wie gesagt, es sind noch weitere offene Bettungen für die Flakgeschütze halt, für die 88er und Scheinwerfer und so weiter und so fort. Aber das hier ist auf jeden Fall noch ganz interessant, weil es gab auch ein Geschütz, ein 150 mm Geschütz, was speziell für Leuchtgranaten, also das nur Leuchtgranaten irgendwie verschossen hat.
Das sieht hier aber auch richtig krass aus. Es hat aber auch so ein bisschen mehr den Anschein von einer Art Leitstand. Aber ich habe das schon mal gesehen bei der Batterie Lidl. Ich bin mir jetzt nicht zu 100%ig sicher, weil Leitstand ist es nicht. Das ist zu untypisch. Das ist was anderes. Ich komme jetzt nur nicht drauf, weil das ist hier alles voll gepanzert. Man hat zwar auch hier Sichtluken, aber man ist trotzdem hier ja doch schon sehr versteckt. Man kann hier zwar schauen, aber entweder ist dieses Geschütz hier mit irgendwo installiert gewesen. Weil hier ist noch, glaube ich, wie so eine Art Bettung, der Bereich. Dass das hier als Observation noch dazu gedient hat. Das könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Da bin ich mir jetzt einfach nicht zu 100% sicher, weil ich da jetzt keine direkten Angaben habe. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, wo das andere Geschütz dann gestanden hat. Ja, jetzt können wir hier noch ein bisschen ins Hinterland gucken. Wir sind praktisch von da hinten angefangen. Da sind die 4 Bettungen, alle voll verbunkert, obwohl da auch 2 eigentlich offen sein sollten. Beziehungsweise 3 haben wir verbunkert gefunden. Ja, hier ging es jetzt in das Grabensystem scheinbar. Hier geht es rein. Der Graben geht hier unten her. Dann könnt ihr mal das Gestänge hier sehen, ganz gut, weil damit hat man nämlich den Graben von oben aus sichern können, indem man dann das Ganze wieder abgetarnt hat, weil das wäre sonst zu einfach zu sehen. Da unten sind auch noch Trassierstangen und hier scheint es einen Eingangsbereich jetzt hier in diese Anlage zu geben. Ob die offen ist, fraglich. Aber da oben war auch auf jeden Fall eine Bettung. Ich vermute den Leitstand eher weiter hinten. Aber ich kann es jetzt nicht mehr mit Sicherheit sagen. Aber wir gucken uns eben hier das Ganze nochmal an. Weil hier oben auf dem Podest muss auch irgendwas gestanden haben. Das sieht mir ganz danach aus. Und hier sind so wirklich richtige Panzerglocken, Panzerkuppeln hier, die keine Ahnung wieder was für einen Durchmesser haben. Ja, diesen Durchmesser haben die hier. Das sind locker 10, 12 cm vielleicht. Ach, die ist zu hier, okay. Vielleicht können wir mal hier einen kleinen Blick schon mal riskieren. Ich biege euch einmal hier um. Mal gucken, ob ich euch jetzt hier mal in diese Anlage, ich darf nur nicht fallen lassen, dann ist aus. So, ich mache Licht, kleinen Moment. Ich weiß nicht, ob ihr was sehen könnt. Das sieht aber, glaube ich, ganz gut aus. Ihr müsstet was sehen können, ich jetzt gerade eher weniger. Krass. Also, falls wir nicht reinkommen sollten, habt ihr wenigstens was gesehen. Okay, wir gehen trotzdem mal den Graben, der hier unten hergeht, einfach mal runter. So, wir sind in dem Grabensystem. Hier sind schon so kleine Kammern. Oh. Ups. Schaut mal hier, Leute. Erbaut 1942, 2. Kompanie, Festungsbau B.19. Okay, das hat man dann hier noch als Erinnerung drin gelassen. Aber das ist hier im Prinzip ja, frisch zugemacht, das Ganze. Tja, ob es jetzt noch einen weiteren Zugang gibt, das kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Melanie ist da unten, okay. Mella, hast du einen Eingang gefunden? So, jetzt seht ihr das nochmal von hier unten. Also hier geht es so hoch, versteckt. Da oben ist dieser Hauptzugang. Hier ist auch noch ein kleiner Anbau mit Bruchstein. Wir gehen jetzt hier nochmal eben rum. Normalerweise haben Anlagen ja immer irgendwie Notausstiege, aber
Das kann sein, dass das halt auch alles dicht gemacht wurde. Aber was ich halt wirklich krass finde, ist, dass dieses Schild noch da ist, was praktisch an diesen Bautrupp erinnert hier. Oh. Ja, man geht hier nur rum. Da oben ist für die Belüftung. Nee, ich glaube, hier kommen wir jetzt nicht weit. Kann auch sein, dass wir... So, hier neben den Hauptzugang ist hier noch ein kleiner Anbau, wie gesagt. Oh. Das sind irgendwelche der Belüftung. Das ist aber auch alles zu. Und da wäre aber auch alles zu. Keine Chance. Ein Anbau für Trafo oder irgendwas. Naja, wobei glaube ich auch nicht. Kann ich nicht mit Sicherheit sagen, was das gewesen ist hier. Naja, aber interessant. So Leute, an dieser Stelle, hier wie gesagt, könnt ihr es gerne nochmal in die Kommentare schreiben, ob das jetzt hier wirklich der Leitstand ist oder noch zu einem Waffensystem gehört. Bin ich mir halt wie gesagt nicht sicher. War es das jetzt aber mit dem Video. Ja, wir hoffen, euch hat das gefallen. Das war hier echt eine riesige Heeresküstenbatterie und wir haben auch hier, wie gesagt, jetzt nicht jede Bettung, jede Stellung angelaufen. Nur das, was wir meinen für euch interessant wäre, wo man auch noch was sehen kann, weil wie gesagt, bis auf den Munitionspunkt, und das wusste ich jetzt auch nicht, kommt man halt sonst in diese Bereiche halt auch nicht rein, die sind alle gesichert. Und ja, wir hoffen, euch hat es gefallen. Schreibt uns gerne was dazu in die Kommentare, ob ihr den Bereich hier kennt, ob ihr allgemein schon mal am Atlantikwall gewesen seid. Lasst uns gerne ein Like da, Abo ist wie gesagt gern gesehen, kostet nichts. Ihr schließt nichts ab, vollkommen kostenlos. Und schaut einfach das nächste Video, was hier auf dem Kanal gezeigt wird. Also macht's gut, bis dann, ciao.